Hallo und willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel. Ich habe so lange schon kein YouTube-Video mehr gemacht, dass es richtig seltsam ist für mich, eins aufzunehmen. Aber ich gebe mein Bestes. Heute möchte ich gerne ein I try to follow bla 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 Make-up-Tutorial machen. Ich wollte es schon länger machen und ich habe so ein bisschen nachgedacht, wer ganz cool wäre. Und dadurch, dass ich ein Riesenfan von Rinrin Doll bin, das ist ein japanisches Model, falls ihr es nicht wisst, das ist so das Hauptmodel von Angelic Pretty, und dadurch, dass Angelic Pretty meine Lieblingsmarke ist, dachte ich mir, wenn ich ein Make-up-Tutorial folge von ihr, dass das bestimmt gut wird. Und zwar habe ich mir ausgesucht Rinrins Usual Lolita Make-up, weil ich mir dachte, das ist dann vermutlich das standardmäßige Make-up, wie sie es... Also, ja, es ist... Sie schreibt Usual. Es ist das standardmäßige Lolita Make-up, so wie sie es macht. Okay. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich möchte gleich am Anfang sagen, ich werde vermutlich, dadurch, dass sie in Japan lebt und ich jetzt nicht so, also ich horde ein bisschen Make-up, aber ich horde jetzt nicht unendlich viel Make-up. Das heißt, ich werde wahrscheinlich 99% der Produkte, die sie benutzt, nicht haben und schauen, dass ich mir irgendwas Ähnliches raussuche. Aber ich denke, dass ich soweit von jeder Kategorie an Make-up, die es gibt, einigermaßen so ausgestattet bin, dass es hoffentlich funktionieren sollte. Dann schauen wir mal. Das Video ist 7 Minuten und 40 Sekunden lang. Let's go! 今日はいつものリンリン風のロリータメイクを紹介したいと思います。こちらのルックは撮影とかイベントの時の甘いアイメイクとしっかりしたベースメイクのテクニックです。最初はMACのスタジオフィックスフルイッドを使います。なので長持ちしたベースメイクが大事な時に使います。 Okay, also sie benutzt eine Foundation von MAC und verteilt sie einfach überall in ihrem Gesicht mit einem nassen Beauty Blender. Wenn ich es richtig gesehen habe, verwendet sie keinen Primer. Okay, Beauty Blender habe ich hier ein kleines Make-up-Eye von Ebelin und Foundation-mäßig meine Lieblingsfoundation, dadurch, dass sie einfach sagt, sie benutzt dadurch, dass ich die MAC Foundation nicht habe, benutze ich einfach meine Lieblingsfoundation, und das ist von NYX die Total Control Foundation. Ich benutze sie in der Farbe Alabaster. Okay, aber sie sagt, sie benutzt einen nassen Beauty-Schwamm, das heißt, ich gehe den kurz nass machen. Meine Foundation, die ich benutze, ist eine Drop Foundation. Irgendwie riecht das komisch. Also es ist ein neuer Blender, den ich mir gerade erst gekauft habe. Weil die werden ja nach der Zeit immer so ein bisschen schmuggelig. Dass die dann so, oh, ich sollte vielleicht meinen Pony aus dem Weg tun. Da habe ich nicht dran gedacht. Ich habe mir eigentlich extra die Dinger bereitgelegt. Oh, geht das? 1. Nummer 2. Okay, der steht sehr schön. Das machen wir mal nochmal. So. Ja, vielleicht sollte ich sagen, ich habe davor auch nur eine Tagescreme drauf getan. Dadurch, dass ich duschen war, also meine Haare sind auch immer noch so ein bisschen nass. Dadurch, dass ich duschen war, hatte ich sehr trockene Haut. Und habe eine Tagescreme aufgetragen. Und ja, das ist alles. Sonst versuche ich jetzt alles so zu machen, wie sie das macht. Okay. Dann schauen wir doch mal weiter. Als nächstes benutzt sie anscheinend Concealer. Okay, sie benutzt einen Concealer. Ich bin
Tatsächlich habe ich meinen normalen Concealer irgendwo verlegt und ich kann ihn seit ein paar Tagen nicht mehr finden. Das, was ich am ähnlichsten zu einem Concealer noch da habe, ist entweder diese Concealer-Palette von, wie heißt das noch, Rival de Young oder so. Diese Rossmann-Eigenmarke. Aber was ich gerne ausprobieren möchte, ist, ich habe von dieser 183 Days, diese neue Trended Up Subline, habe ich diesen Dab-On-Stick. Und ich glaube zwar, dass der als allgemeines Make-up gedacht ist, aber ich habe den jetzt schon 1-2 Mal benutzt, nur als Concealer. Und es hat ganz gut funktioniert. Deswegen machen wir das jetzt. Sie tut den Concealer direkt auf die Haut und blendet ihn dann mit ihrem Beauty Blender. Dann machen wir das genauso. Einmal unter die Augen. Dann tut sie es hier an der Nase und unten am Kinn. Okay, während ich jetzt angefangen habe zu blenden, ist irgendwie mein Video ausgegangen. Fragt mich nicht wieso, ich habe genau in dem Moment eine Nachricht gekriegt. Also das lässt sich verblenden, aber ich kriege diese... Kennt ihr das, wenn man so leicht trockene Haut hat und man benutzt keinen Concealer und dann kriegt man diese Krater? Ich weiß nicht, wie gut man das in der Kamera jetzt sieht. Prinzipiell bin ich habe das jetzt schon ein paar Mal ausprobiert, nicht so begeistert von dem Zeug. Mal schauen, ob ich das weiter benutzen werde, aber eigentlich bin ich schon jemand, ich schmeiße nicht so gerne Sachen weg, wenn ich sie nicht wirklich benutzt habe und deswegen, selbst wenn ich ein Produkt scheiße finde, versuche ich es oft trotzdem noch zu verwenden. Ich versuche gerade wie blöd das auszublenden, um irgendwie diese blöden trockenen Stellen wegzukriegen. Warum benutzt sie keinen Primer? Also ich weiß, es gibt viele Leute, die sagen, man braucht gar keinen Primer und so, wenn man eine gescheite Foundation hat. Aber ich bin eigentlich schon jemand, der so gut wie immer Primer benutzt, weil ich oft Probleme mit trockener Haut habe, vor allem hier so in Nasenumgebung. Oh, da fliegt ein Fussel. Ja, mal schauen. Schauen wir weiter. こちらのコンシーラーは一定のルースセッティングパウダーを使ってベースメイクをセットしていきます。また同じビューティーブレンダーを使ってパウダーを取ってしっかりセットしたいところに肌 Okay. Sie benutzt als nächstes ein Setting Powder und zwar ein Translucent Setting Powder. Also ich habe einmal das Prime and Fine von Catrice oder ich habe das Pro Touch, aber das von Kiss, aber das hat eine leichte Farbe. Irgendwo habe ich noch das Locket Powder von Kat Von D. Das Locket Powder heißt zwar Translucent, aber ihr Puder, was sie verwendet, ist wirklich weiß. Und das hier hat zumindest so eine leichte Farbe. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. So eine ganz leichte Hautfarbe. Und das von Catrice ist wirklich weiß-weiß. Deswegen verwende ich jetzt das. Okay, mein Handy hat wieder aufgehört aufzunehmen. Und ich habe festgestellt, es hört immer dann aufzunehmen, wenn ich eine Nachricht bekomme. Ich muss mal irgendwie gucken, ob ich das fixe. Übrigens, Entschuldigung, wenn ich immer so daneben gucke, aber ich gucke immer mich an, anstatt in die Kamera reinzugucken. Anfängerfehler. Auf jeden Fall habe ich mit dem Beauty Blender das Powder hier verteilt und hier, so wie sie gesagt hat. Und habe das dann mit dem, jetzt gerade angefangen noch mit dem Pinsel, alles zu verteilen. Anscheinend macht sie jetzt Contouring und zwar macht sie ein Powder Contouring. 見るのが好きです。次はスチラ Und sie benutzt dafür ein sehr helles. Und das einzige Powder Contouring, was ich habe, ist die Makeup Revolution London Ultra Contour Palette, die ich sehr gerne benutze, wie man sieht. Vor allem für Cosplay Make-up verwende ich die sehr viel. Und sie nimmt eine helle Farbe und verteilt das rund um ihr Gesicht. Als sie gesagt hat, das macht ein mehr rundes Gesicht. Und ich muss sagen, für ein Lolita-Make-up mache ich das eigentlich normalerweise auch so.
Das ist das technische Problem im Video. Gerade war mein Speicherplatz voll. Als nächstes macht sie Highlighter. Okay, und sie nimmt einen lila Highlighter. So lila-pink Schimmer wirkt der. Ich glaube, wir nehmen das Lila aus dem hier. Okay, sie macht es auf ihren Cheekbones, also hier. Vielleicht sollte ich einen Highlighter-Pinsel nehmen, der ähnlich ist zu ihrem. Sie benutzt so eine Fanbrush. Wahrscheinlich wird deswegen ihr Highlighter nicht so kräftig wie meiner. Okay, dann macht sie das volle Programm. Das hat schon fast was von Jeffree Star. Also noch hier oben. Dann hier an der Lippe. Und am Kinn. Okay, sie sagt jetzt, dass sie Pink verwendet hat, aber das sah so lila aus. Okay. Gucken wir einfach, was weiter passiert. Okay. Sie benutzt zwar keinen Primer, aber was ich sehr appreciate, sie benutzt eine Eyeshadow Base. Sie benutzt die von Too Faced, die habe ich nicht. Ich benutze immer die Potion von Urban Decay. Dann verwendet sie eine pinke Eyeshadow Palette mit 3 Pinktönen. Ich habe einmal von MAC hier so ein knalliges Pink, aber ihr sieht eher glitzerig aus. Ich habe hier so ein ganz hellrosanes. Da wäre ganz oben noch ein leichtes Rosa. Dass ausgerechnet ich Probleme habe, rosa in die Jeans. Ah, der ist noch rosa. Ja, hier sind noch 2 Pinktöne drin. Perfekt. Dann schauen wir mal, was sie damit macht. Okay, sie nimmt das helle Rosa und tut das über ihr gesamtes Eyelid. Dann nehmen wir mal. Ich heb die Boxen mal auf, fragt mich nicht warum. Die Chocolate Bar Palette. Die hat auch noch so ein Candy Bonbon und dieses Champagner-Trüffel. Das könnte funktionieren. Sie verteilt es auf dem gesamten Lid. Und auch so ein bisschen in die Crease. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Okay, dann nimmt sie ein bisschen ein dunkleres Pink. Ich überlege gerade, ob ich das von der Just Peachy Palette nehme oder das Strawberry Bonbon aus der Chocolate Palette ist ein bisschen zu matt dafür. Deswegen nehme ich jetzt von NYX aus dem Adventskalender dieses Pink. Schauen wir mal, sie sagt, sie tut das auf 1/3 ihres Augenlids und zwar die Kante und verblendet das dann so ein bisschen nach unten. Ich kriege immer diese wunderschönen Falten dabei. Noch ein Grund, warum ich meine Stirn oft nicht schminke. Ich mache ja eh die ganze Zeit so und dann verschwindet das Make-up. Okay, jetzt sind wir soweit. Schauen mal weiter. Okay, jetzt nimmt sie so eine bisschen pointigere Brush. Also ein bisschen einen spitzeren Pinsel, so wie ich das eigentlich gerade auch schon verwendet habe, lustigerweise. Und geht in die pinkeste Farbe. Dafür nehme ich jetzt das Just Peachy aus der Peach Palette. So, und damit geht sie einmal nur in die Falte. Verblendet das Ganze dann. Okay. Ich habe gerade voll die Probleme mit dem Speicherplatz und es hat schon wieder nicht aufgenommen. Dann hoffen wir mal, ich habe jetzt wieder ein bisschen Zeug gelöscht, dass es was bringt. Also wir haben jetzt den pinken Lidschatten fertig und ich habe angefangen, weißen Glitzerlidschatten zu verteilen.
Und so habe ich schon in die Inner Corner was rein. Und jetzt macht sie noch so unters Lid. Und dann noch hier in die Mitte vom Lid. Sieht jetzt so aus. Okay, sie nimmt einen Gel Pencil Liner. Jetzt habe ich entweder die Wahl zwischen einem Pencil Liner oder ich habe noch den Gel Liner und ich habe nicht denselben Pinsel wie sie, aber ich hätte den hier. Der sieht, glaube ich, ähnlich aus zu dem. Ich versuche das mal. Und zwar macht sie das so in den oberen Wimpernkranz von unten rein. Okay, das mit dem da oben rein hat nicht so gut funktioniert. Ich habe mir gerade voll ins Auge gestochen. Ich mache das jetzt lieber mit einem Pinsel, weil so bin ich es gewohnt. So, dann gucken wir mal. Als nächstes benutzt sie anscheinend, ich vermute mal, so einen Felt-Tip-Eyeliner. Okay, so einen Eyeliner habe ich. Bei mir wird es vermutlich ein bisschen anders aussehen, weil sie hat sehr mandelförmige Augen. Das heißt, bei mir wird die Form wahrscheinlich ein bisschen anders, aber ich versuche das einigermaßen nachzumachen. Sie macht so und dann so einen leichten Droopy Wing. Okay, ich habe es da ein bisschen verkackt. Okay, aber ich glaube, es kommt einigermaßen hin zu dem, was sie gemacht hat. Nicht ganz so präzise, aber ungefähr. Versuche ich jetzt die Kunst des auf der anderen Seite gleich hinbekommst irgendwie zu meistern. Okay, ich habe das Gefühl, ich habe es auf der Seite sogar noch besser hingekriegt, was aber auch bedeutet, dass es natürlich jetzt nicht ganz gleich ist. Ich glaube, es ist gleich genug, dass man darüber hinwegsehen kann. Okay, sie curlt ihre Lashes und benutzt dann Mascara. Wenn ich meine Mascara finden würde. Nehmen wir diese lange. So. Und dann oben. Okay. Dann weiter. Okay, sie füllt jetzt ganz leicht ihre Augenbrauen auf. Als ein Ponyträger mache ich so gut wie nie meine Augenbrauen. Das heißt, der Schritt wird jetzt ein bisschen schwierig. Ich benutze genau einen einzigen Eyebrow Pencil, den ich ungefähr nie verwende. Aber dann testen wir das mal. Sie sagt, sie macht es so gerade rüber und dann smatscht sie mit so einem Spoolie. Also ich habe hier einen Spoolie. Okay. Ich versuche das jetzt. Ich garantiere jetzt schon, dass es schrecklich aussehen wird. Was mache ich? Also wenn mir irgendjemand auf diesem Planeten erklären will, wie man richtig seine Augenbrauen macht, dann wäre ich sehr, sehr dankbar. Okay. Ja, als nächstes benutzt sie richtig schöne Lashes aus ihrer eigenen Kollaboration, die ich nicht habe. Jetzt muss ich mir überlegen, welche Lashes ich benutze. Das sind sehr so diese typischen Dolly Lashes. Ich glaube, das nächste, was ich habe, ist so ein uraltes Paar
Lashes, die nicht mehr so schön aussehen. Aber ich glaube, so ein allerletztes Mal kann man sie noch verwenden. Dadurch, dass es die einzigen sind, die einigermaßen da noch rankommen. Ich mache schon mal den Kleber drauf, bevor ich mir anschaue, wo sie die platziert, damit ich Zeit habe, den Kleber trocknen zu lassen. Und das war viel zu viel. Und die sind so schön, die Lashes. Oh, und sie macht noch ein zweites Paar dran. Okay. Oh, aber sie benutzt auch einen dunklen Kleber, den habe ich auch benutzt. Okay, dadurch, dass meine sowieso ein bisschen länger sind als ihre, ist es, glaube ich, okay, wenn ich nur ein paar Lashes benutze. Dadurch, dass ich das Make-up drauf behalten will, möchte ich jetzt auch nicht zu krass gehen. Okay. Ich hoffe, das hält jetzt. Ein bisschen schief sind sie. Aber ich glaube, es ist verkraftbar. Dann versuchen wir mal die zweite Lash. Ich glaube, das kommt also zumindest von der Form her ganz gut hin an das, was sie verwendet hat. So, als nächstes macht sie Blush und zwar ein richtig knalliges Pink. Dann verwende ich auch mal den pinkesten Blush, den ich habe. Und das ist so auch so einer, den ich schon 300 Jahre habe, wo schon das Logo weg ist, von Essence. Aber den mag ich sehr gern, weil der so ein Gradient hat. Okay, sie packt den Blush direkt unter das Auge. Und zwar ziemlich heavy. Und dann nimmt sie eine Blending Brush. Ups. Eine Blending Brush und schaut, dass sie das Ganze ein bisschen rausblendet. Wenn es rausgeblendet ist, dann macht sie noch so einen leichten Blush über die Nase. Okay. Ich sollte den Kleber auch mal wieder zumachen, sonst gibt es hier noch einen Unfall. Dann nimmt sie einen ziemlich pinken Lippenstift. Und zwar einen matten Liquid Lipstick. Ich weiß jetzt nicht, ob ich einen Liquid Lipstick habe, der so pink ist. Einen matten Lipstick. Der könnte sogar hinkommen von der Farbe. Probieren wir das mal aus. Und sie malt erst so ein Herz und dann füllt sie den Rest auf. Okay, also auf der Lippe ist der hier ein bisschen heller als ihrer. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Ich überlege gerade, ob ich mit noch mal ein bisschen dunkleren drüber gehen soll. Ich hätte hier noch so einen Buttergloss, der ganz gut über matte Stifte drüber geht. So, sie hat gesagt, man soll noch sein Favorite Lotion und Nail Glitter holen. Ich benutze dafür jetzt diese kleinen Glitzerherzchen und den Heavy Metal Glitter von Urban Decay und so eine Standard Vaseline einfach. Dann gucken wir mal, wie sie das macht. Okay, also als letzten Schritt nimmt sie dann Lotion. Ich nehme jetzt meine Vaseline. Ich weiß, dass das damit auch ganz gut gehen soll. Ich habe es tatsächlich noch nie ausprobiert. Dann machen wir das einmal rechts und einmal links. Und dann nimmt sie Glitter. Hier ein ultra glittriges Puder. Und ich habe hier noch so ein pinkes Puder von MAC. Davon möchte ich auch noch so ein ganz klein bisschen was nehmen. Oh Gott, das ist glaube ich schon viel zu viel. Ich habe irgendwie das Gefühl, man sieht das gar nicht und es schmiert sich gerade einfach überall hin. Vielleicht hätte ich ja auch ein bisschen gröberes Glitzer nehmen sollen wie bei ihr. Aber ich wollte ja eh noch die Herzchen nehmen. Okay. Irgendwie sind die gerade sonst wo. Deswegen versuche ich mal, ob ich sie mit einem kleinen Pinsel so ein bisschen rumschieben kann.
Oh, ich ziehe sie die ganze Zeit eher weg, anstatt dass ich woanders hinschiebe. Ich habe das Gefühl, der Glitzer, den ich vorher drauf getan habe, ist einfach komplett schon wieder weg. Okay, vielleicht war Vaseline doch nicht so die Idee. Sie hat Lotion gesagt, vielleicht hätte ich eher so eine Bodylotion nehmen sollen oder so. Okay. Irgendwie funktioniert das nicht so. Ich habe den Glitter so weit platziert, dass ich zufrieden bin. Das heißt, ich ziehe mich jetzt um und dann sehen wir, wie es fertig aussieht.